Am Dienstag in Weilheim. Letzte Vorbereitungen für die Bohrung auf dem Gelände der Stadtwerke. Es ist sicher ein Schritt in die Richtung, wie kann ich Strom speicherbar machen. 200 Meter tief wird in die Erde gebohrt. Man will erkunden, ob es überhaupt möglich ist, hier einen großen Pumpspeicher zu bauen. Einen, der hilft, die Schwachstelle der erneuerbaren Energien zu überwinden. Denn Strom aus Wind und Sonne gibt es reichlich, aber nicht zu jeder Zeit. So aktuell in Weilheim. Dort haben die Stadtwerke eine Photovoltaikanlage auf das Dach gebaut. Die ist sehr leistungsfähig. Eigentlich. Peter Müller, Leiter der Weilheimer Stadtwerke. Momentan ist unsere PV-Anlage verschneit. Das heißt, wir haben die Problematik, momentan beziehen wir Strom aus dem Netz. Und wir haben eben Bedarf für einen Stromspeicher, weil jeden Strom, den wir nicht selber erzeugen können, müssen wir von außerhalb zukaufen. Deswegen Stromspeicher würde uns autark machen in der Stromversorgung. Da kommt nun ein amerikanisches Unternehmen ins Spiel. Gravity Power. Seine Idee? Ein tiefes unterirdisches Becken. Darin ein gewaltiger Kolben aus Beton. Bei Stromüberschuss wird Wasser hineingepumpt. Der Kolben hebt sich. Das Weilheimer Becken wird etwa 10 Meter Durchmesser haben. Bei Strommangel soll sich der Kolben in dem Becken senken. Dadurch wird Wasser in eine Turbine gedrückt und Strom erzeugt. Clemens Martin ist Sprecher der deutschen Projektgesellschaft, die die Anlage errichten will. Die Idee kommt aus den USA, aus Kalifornien ursprünglich und wird jetzt weltweit erstmals hier in Deutschland verwirklicht. Die Kalifornier kommen deswegen nach Oberbayern, weil die Amerikaner noch vor wenigen Jahren überhaupt kein Interesse daran hatten an erneuerbaren Energien und deswegen auch kein Interesse hatten an Speichermöglichkeiten. In der Projektgesellschaft, so sagt Clemens Martin, seien namhafte Unternehmen aus Bergbau, Tunnelbau und Pumpspeichertechnik versammelt. Namen will man noch nicht nennen. Das Wichtigste ist der Untergrund. Immerhin ist Gravity Power im benachbarten Penzberg gescheitert, weil dort der Boden durch den Bergbau löchrig ist wie Schweizer Käse. In Weilheim kennt man die ersten 10 bis 15 Meter. Was danach kommt, keiner weiß es. So viel ist mittlerweile klar. Das Projekt braucht einen langen Atem. Bernhard Rill kennt sich aus mit den verschiedenen Versuchen, Strom zu speichern. Es hat sicherlich am Anfang hohe Kosten, aber das ist ähnlich wie beim Pumpspeicherkraftwerk, wie Sie Koche-Walsensee-Kraftwerke kennen. Das wurde vor 100 Jahren gebaut und läuft immer noch. Das heißt, es hat eine sehr lange Lebensdauer, sehr lange Lebenserwartung. Und der Vorteil dieser Anlage ist, Sie sind nicht von irgendwelchen Seen oder Flüssen abhängig. Sie können das überall auf der Welt machen. Etwa 6 Wochen, so schätzt die Bohrfirma, wird es dauern, bis man über die gesamte Tiefe Proben entnommen hat. Geologen sollen dann die Beschaffenheit des Bodens untersuchen. Im Herbst könnte dann, wenn sich der Untergrund eignet, mit dem Bau begonnen werden. Das Material wird in Kisten gefüllt. Jede Holzkiste 1 Meter Bodenprofil. In Weilheim soll nur eine Versuchsanlage entstehen. Aber die Firma hat hochfliegende Pläne. Sie will dort Großanlagen errichten, wo Kernkraftwerke stillgelegt und abgerissen werden. Projektpartner ist das Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen. Das will seine Forschungen einbringen, bei denen es um das Recyceln von Beton geht. Noch ist es eine Versuchsanlage, sagt Volker Thome, der das Verfahren entwickelt hat. Hochspannung wird angelegt, 200.000 Volt. Was passiert denn da drin? Wir schießen mit kurzen Blitzen auf den Beton drauf. So kommt es im Innern des Betons zu kleinen Explosionen. Das Material dehnt sich schlagartig aus. Das war so ein Betonwürfel. Ja. Das war ein Betonwürfel. Und wenn ich den mit Blitzen behandle, dann sieht man, kann ich den Kies wieder sehr sauber raustrennen. Und das Ganze kann man jetzt noch sieben. Gravity Power möchte ein Pumpspeicherkraftwerk bauen auf dem Gelände eines ehemaligen Kernkraftwerkes.
Und mit der Methode könnten wir natürlich das Kernkraftwerk aufbereiten. Zerlegen. Wir könnten es selektiv zerlegen. Gravity Power könnte dann den Kies wiederverwenden, um damit ihren Zylinder zu füllen für ihr Pumpspeicherkraftwerk. Für einen unterirdischen Pumpspeicher dieser Größe müssten Hunderttausende Tonnen Beton verbaut werden. Bevor solche kühnen Pläne aber umgesetzt werden können, muss sich erst einmal erweisen, ob das unterirdische Pumpspeicherwerk in der Praxis überhaupt funktioniert. Probieren muss man es. Es ist eine gute Chance, hier weltweit ein einzigartiges System aufzubauen, das, wenn es hier funktioniert, auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann. Derzeit stellen die Stadtwerke nur den Grund zur Verfügung. Wenn aber die Bohrungen erfolgreich verlaufen, überlegt man in Weilheim, sich auch finanziell am Bau der Pilotanlage zu beteiligen.